Hallo und herzlich willkommen bei Snap, dem größten Einzelteile-Shop für Klemmbausteine in Europa. In unserem letzten Video habe ich euch unsere XML-Baupalette vorgestellt für Studio und die wurde wirklich super gut von euch angenommen. Ihr habt sie ausprobiert und uns wirklich sehr viel positives Feedback gegeben und dafür möchten wir uns erstmal bei euch bedanken. Ja, heute darf ich euch direkt ein Update zu unserer Baupalette geben. In unserer XML-Baupalette ist es so, dass ihr in Studio direkt alle Farbteilkombinationen, die wir im Sortiment führen, angezeigt bekommt. Das liegt daran, wie ich im letzten Video auch bereits erwähnt habe, dass Studio verschiedene Palettenformate unterstützt. Das sind auf der einen Seite die Custom-Paletten, dazu gehört unsere XML-Baupalette, aber es gibt auch noch die sogenannten Drawer-Paletten. Dort ist es so, dass ihr jedes Element, was wir haben, aufklappen könnt und erst dann die verfügbaren Farben, die wir im Sortiment führen. Ja, viele von euch haben sich das dann doch gewünscht, da sie gesagt haben, für sie wäre es persönlich benutzerfreundlicher. Aus meiner Sicht ist es so eine Präferenzfrage und gute Nachrichten. Jetzt bieten wir euch beides an, also ihr könnt wählen. Ich zeige euch das Ganze jetzt noch einmal auf unserer Website und gehe hier über diesen Banner auf unserer Landingpage direkt zur Seite, wo ihr die Paletten herunterladen könnt. Wir blenden euch hier natürlich nochmal den Link ein, über den ihr direkt zu unserer Palette kommt. Ja, ihr seht jetzt hier abgesehen von dem bekannten Infotext hier die Änderung, dass wir nun 2 Varianten unterstützen und ihr aussuchen dürft, wie ihr am liebsten baut. Hier haben wir dann auch nochmal für beide Palettentypen die Beschreibung, was die Unterschiede sind und ihr könnt dann über den jeweiligen Button, je nachdem welche Palette euch besser gefällt, die Datei herunterladen. Es gibt Unterschiede darin, wie diese Palette dann installiert wird. Deshalb 2 separate Anleitungen jeweils. Aber wenn ihr das Ganze nochmal im Video sehen wollt, dann bleibt gerne dran, das zeige ich euch gleich noch. Auch wichtig hier, die Beta-Hinweise gelten natürlich für beide Paletten. Das heißt weiterhin keine Tiere enthalten, keine bedruckten Teile und auch nicht unsere eigenen Formen. Noch eine Info für euch. Aktuell ist es so, ihr seht ja hier auch den zuletzt aktualisiert Zeitstempel, dass wir unsere Baupaletten in beiden Varianten jeweils einmal im Monat aktualisieren. Natürlich kann es zu außerplanmäßigen Updates kommen, wenn wir besondere Änderungen haben, aber in der Regel werden wir das Ganze für euch einmal im Monat aktualisieren. So, ich zeige euch jetzt noch einmal bei mir am Laptop, wie ihr unsere Palette in Studio installieren könnt. Kleiner Hinweis, ich kann euch das Ganze natürlich jetzt nur unter Windows zeigen, da ich selbst kein Mac habe. Sollte das bei euch der Fall sein, dann geht einfach wieder auf unsere Website und schaut dort unter der Anleitung, da ist auch für euch alles erklärt. Jetzt hier seht ihr an meinem Laptop, ich gehe erstmal auf mein Benutzerverzeichnis für mein Konto und schaut dann, wenn ihr dort seid, ob ihr den Ordner AppData schon sehen könnt. Denn bei mir ist er jetzt da, aber es ist eigentlich ein versteckter Ordner. Deshalb, wenn ihr ihn nicht sehen könnt, klickt hier oben auf Anzeigen, Einblenden und setzt den Haken bei ausgeblendete Elemente. Dann solltet ihr den Ordner sofort sehen können. Dann geht ihr in den AppData-Ordner unter Local und sucht einmal den Studio-Ordner. Da muss ich jetzt gerade selbst mal gucken. Ja, hab ihn. Gehe hier rein. Und dann unter Buckets, Folders, legt ihr unsere Palette ab. Ihr seht schon, dass ich unsere Drawer-Palette hier abgelegt habe. Und dann solltet ihr Studio noch geöffnet haben, startet das Ganze einmal neu, damit Studio sich die Paletten einmal neu ziehen kann, dass sich das Ganze aktualisiert. So, ich habe jetzt mein Studio gestartet und kann jetzt über das Palettenmenü unsere neue Drawer-Palette auswählen. Und ihr seht schon, jetzt hat sich das Ganze aktualisiert und ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt für mein Modell diesen 1x2-Brick verwenden möchte, kann ich das Ganze aufklappen und sehe schon die ganzen Farbkombinationen. Ja, ich freue mich, wenn euch das Update zu unserer Baupalette gefallen hat. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Format ihr bevorzugt, Custom oder Drawer Palette. Und ja, für die, die noch nicht überzeugt waren mit unserer Custom Palette,
Da hoffe ich, dass wir jetzt den ein oder anderen von euch doch noch mit abholen konnten. Wir wünschen euch weiterhin natürlich ganz viel Spaß beim Ausprobieren unserer Baupalette. Wir haben da auch schon ein paar Einsendungen bekommen, was ihr so mit unseren Steinen baut. Und ja, wenn ihr da noch nichts geschickt habt, aber etwas habt, was ihr uns unbedingt zeigen möchtet, dann sendet das gerne zu uns per E-Mail, denn das interessiert uns wirklich immer sehr. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!